Hi, ich durfte den höhenverstellbaren Schreibtisch Tamina von Vernal testen. Warum er die perfekte Wahl sein könnte, erfährst du in diesem Video. Ich zeige dir, wie der Tisch im Alltag auf allen Höhen abschneidet und wie stabil der Tisch wirklich ist. Das Besondere an dem Tamina Schreibtischmodell ist, dass er für ein großes Setup an Zubehör gebaut wurde und ich habe mich für eine Schublade, einen Monitorarm und das Kabelmanagement-Set als extra entschieden. Falls du überlegst, den Tisch bei Vernal zu bestellen, bleib gerne dran, denn ich habe noch etwas für dich. Aber lass uns vorne starten. Die Lieferung und der Aufbau. Der Tisch wird in 2 Paketen geliefert. Einmal die Tischplatte separat und einmal die Standbeine mit Schrauben und Kabelwanne. Auch alle Zubehörteile kommen separat, inklusive Sendungsverfolgung für jedes Paket. So behält man gut die Übersicht bei der Lieferung und nach 5 Werktagen waren alle Pakete bei mir. Der Aufbau war dank der vorgebohrten Löcher und der beiliegenden Anleitung sehr unkompliziert. Auch die Schiene inklusive der Elektronik ist schon vormontiert, was einem sehr viel Arbeit beim Aufbau erspart. Nimm als Basis die Tischplatte und montiere als erstes die Standbeine. Ich zeige dir hier die kleinste bestellbare Tischplattenausführung mit 120 x 75 x 2,2 cm. Es gibt sie auch in den Größen 150 x 75 und 180 x 75 cm. Um die Standbeine bombenfest zu ziehen, musst du jeweils 4 Schrauben festziehen und anschließend kannst du direkt die Kontaktstecker verbinden. Danach kannst du direkt das Bedienelement anbringen und schon mal etwas die Kabel sortieren. Ich habe hier das Kabel mit einem der mitgelieferten Halterungen fixiert. Hier kannst du es natürlich ganz nach deinen Vorlieben montieren, aber einen Halter würde ich mindestens mittig empfehlen. Montiere anschließend die Halterung für die Kabelwanne. Überlege dir an der Stelle schon, in welche Richtung die Öffnung zeigen soll. In meinem Fall, so wie ich sie hier montiere, ist die Öffnung zu mir geöffnet. Wenn sie von dir weg zeigen soll, musst du es dementsprechend andersrum montieren. Dann kannst du die Standfüße anschrauben und schön festziehen. Hänge am Ende die Kabelwanne ein und schon ist der Tisch fertig aufgebaut. Leichter geht es kaum. Optional dazu gibt es die Schublade, die ich dir als nächstes vorstelle. Die Schublade wirkt sehr hochwertig, hat bei mir aber leider einen Kitchen drin, der schon stört. Das Schöne ist, dass auch hier passende Löcher vorgebohrt sind und man sie ohne Probleme montieren kann. Wenn die Schublade montiert ist, kann der Tisch umgedreht werden. Dafür holst du dir am besten eine zweite Person, weil er zusammengebaut schon ordentlich Gewicht auf die Waage bringt. Ich hatte erst ein paar Bedenken, ob es nicht zu viel Beinfreiheit nimmt, aber sie stört tatsächlich überhaupt nicht beim Arbeiten. Man kann hier wunderbar Dinge wie Computerzubehör verstauen. Ich habe in dem Fall dort meine Tastatur und Maus liegen. Dann kannst du noch die beiden Kabeldurchlassdosen und die schönen Vernal-Embleme an den Tischseiten einsetzen. Da es für mich ein Zweitschreibtisch für mein Laptop-Setup wird, habe ich als zweites Zubehörteil den Monitorarm mitbestellt, um dort einen externen Monitor anzuschließen, der notfalls zur Seite geschoben werden kann, um mehr Arbeitsfläche zu haben. Die ganzen Montageteile wirken am Anfang etwas überfordernd. Die Montage ist aber doch ziemlich einfach, da du viele Montageteile für alle möglichen Tischplattenstärken und Anwendungszwecke mitgeliefert bekommst. Der Arm an sich ist sehr massiv und bisher gab es auch keine Probleme. Hier siehst du die Einstellungen, die mit dem Arm möglich sind. Für den Arm habe ich mir einen 27 Zoll Asus Monitor besorgt, der auch vertikal benutzt werden kann. Um den Monitor anbringen zu können, brauchst du einmal diesen Wurfstern, der hinten an den Monitor angeschraubt werden muss. Auch hier findest du eine genaue Beschreibung in der Aufbauanleitung. Anschließend kannst du den Monitor in die Vorrichtung am Arm einrasten. Achte darauf, dass du noch eine Unterlage für den Monitor hast, weil die Stärke des Arms noch eingestellt werden muss. Dafür musst du mit dem Inbus-Schlüssel hinten am Arm die Stärke so einstellen, dass er den Monitor selbstständig hält. An der Monitorhalterung kannst du die Stärke der Neigung einstellen. Hier muss es so stark sein, dass der Monitor nicht mehr von alleine nach vorne kippt. Teste es ein bisschen und passe es bei Bedarf weiter an.
Das letzte Zubehör ist ein Kabelmanagement-Set. Hier siehst du den kompletten Inhalt. Ich baue die Tische so auf, dass nur ein Stromkabel aus dem Tisch läuft und der Rest wird fest montiert. Dafür brauchst du einen, maximal 2 Mehrfachstecker, je nach deinem Vorhaben. Den Mehrfachstecker klebe ich mit doppelseitigem Klebeband an die Kabelwanne und verbinde dann alle Kabel. Anschließend manage ich die Kabel so, dass im besten Fall nichts mehr herunterhängt und alles gut sortiert ist. Ob du jetzt das Set von Vernal oder ein anderes kaufst, ist natürlich dir überlassen. Ein Kit empfehle ich dir als Zubehör auf jeden Fall. Damit stand der Tisch und jetzt zeige ich dir eine Sache, die du vor der ersten Nutzung unbedingt erledigen musst. Wenn du den Tisch mit dem Strom verbunden hast, sollten die LEDs des Bedienelements leuchten und dann musst du einmal den Tisch resetten. Das machst du, indem du die beiden Pfeiltasten gedrückt hältst. Danach ist der Tisch einsatzbereit. Du kannst insgesamt 4 Höhen speichern. Der Tisch fährt sehr langsam an und stoppt auch langsam ohne Ruckbewegungen, was sehr angenehm ist. Speichern kannst du die Höhe, indem du die Wunschtaste und das Schloss gleichzeitig drückst. Das Piepsen bestätigt dir die Höhe und zeigt, dass es geklappt hat. Um dann wieder in die gespeicherte Höhe zu kommen, musst du nur noch einmal die Taste drücken und der Tisch fährt in die gewünschte Position. Hier lohnen sich meiner Meinung nach die Höhen fürs Sitzen, Stehen und gegebenenfalls mit einem Schreibtischlaufband darunter. Kommen wir zum wichtigsten Punkt, dem Stabilitäts- und Alltagstest. Es ist ein Anti-Kollisionssystem verbaut, das den Tisch stoppen lässt, wenn er auf ein Hindernis trifft. Die Sicherheitsfunktion habe ich getestet, indem ich einen Karton drunter gestellt habe. Hier siehst du das Ergebnis. Mit seinen 2 Motoren und einer Belastbarkeit von bis zu 160 Kilogramm hebt er problemlos ein komplettes Computer-Setup. Der höhenverstellbare Bereich mit Tischplatte liegt zwischen 60 und 125 cm. Kommen wir zu meinem Alltagstest. Ich teste den Tisch jetzt seit gut 2 Wochen und im Sitzen ist der Tisch super stabil. Meine Partnerin und ich können super daran arbeiten. Wie du siehst, wackelt kaum etwas. Wenn die Höhe eingestellt ist, kannst du einfach per One-Touch auf die Stehhöhe wechseln. Die Hebegeschwindigkeit ist mit 40 mm pro Sekunde ausreichend schnell. Auch im Stehen lässt es sich sehr gut daran arbeiten. Klar wackelt der Tisch im Stehen mehr, aber in der Realität stört es mich nicht, weil ich in der Regel nur auf der Tastatur tippe. Trotzdem vermittelt er eine gute Sicherheit und ich habe zu keiner Zeit das Gefühl, dass der Tisch zusammenbrechen könnte oder ähnliches. Auf meinem Kanal darf natürlich nicht der Walking Pad Test fehlen. Da vom Mehrfachstecker nicht viel Strom gezogen wird, stecke ich ihn einfach dort mit an. Wenn du ein komplettes Computer-Setup baust, würde ich eher eine separate Steckdose verwenden. Der Tisch ist hier bei mir auf der maximalen Höhe und auch beim Gehen kann ich noch angenehm arbeiten. Auch auf der Höhe gibt es noch den Stoßtest. Bei dieser Beinkonstruktion kann es physisch natürlich nicht sein, dass er überhaupt nicht wackelt. Viel wichtiger ist, dass der Tisch die Stöße gut wegstecken kann, was er in meinen Augen sehr gut macht. Nach dem Training lässt sich das Laufband wieder gut abbauen und der Tisch kann wieder in die Sitzposition gefahren werden. Insgesamt ist der Tisch meiner Meinung nach sehr gut für den Alltag geeignet. Mein Fazit. Insgesamt konnte ich mir mit dem Vernal Tamina sehr schnell eine schöne Arbeits-Laptop-Station bauen. Lass uns mit den Vorteilen starten. Der Tisch ist extrem leicht aufzubauen. Angenehmer kann man es dem Kunden wirklich nicht mehr machen. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sogar für die Schublade vormontierte Löcher vorhanden waren. Da habe ich schon andere Tische gehabt, die viel mehr Arbeit verursacht haben. Ich liebe es, dass Vernal hier direkt 2 Kabeldurchlassdosen und eine Kabelwanne mit in den Lieferumfang packt. Diese sind zwar nicht die hochwertigsten auf dem Planeten, aber vollkommen ausreichend für ihre Zwecke. Bei anderen Firmen bezahlst du hier oft Aufpreise. Die Höhenverstellung funktioniert super und ich mag die Robustheit des gesamten Tisches.
Vernal gibt dir 15 Jahre Garantie auf den Tisch, was ich so noch nirgendwo anders gesehen habe. Wenn du überlegst, den Tisch zu bestellen, kann ich dir einen Rabattcode auf den gesamten Warenkorb anbieten, den du automatisch aktivierst, wenn du dem richtigen Link in der Videobeschreibung oder dem angepinnten Kommentar folgst. Du kannst den Tisch mit noch mehr Zubehör für verschiedenste Zwecke bestellen. Da solltest du dir natürlich vorher überlegen, wie du den Tisch verwenden willst. Die Walnussfarbe ist zwar sehr oft sehr schnell ausverkauft, aber es gibt auch andere schöne Farben. Nachteile können sein, dass man durch die vorgebohrten Löcher weniger Flexibilität beim Positionieren der verschiedenen Teile hat. Das Bedienelement muss hier, also auf der rechten Seite, montiert werden, außer man bohrt sich selbst Löcher. Die Schublade war in meinem Fall beschädigt, obwohl sie gut verpackt war. Es war vermutlich eine einmalige Sache, aber störend ist es trotzdem. Das Spaltmaß der Schublade ist bei mir nicht ordentlich, was aber natürlich auch mit der Beschädigung zusammenhängen kann. Ansonsten ist der Tisch wirklich super und ich kann ihn sehr empfehlen. Ich danke dir fürs Zuschauen und wünsche dir viel Spaß mit dem höhenverstellbaren Tisch, falls du dich für ihn entschieden hast. Lass mich auch gerne in den Kommentaren wissen, wie deine Erfahrung mit dem Tisch ist. Danke auch an Vernal, dass ich den Tisch testen durfte. Bis zum nächsten Video, alles Gute.